Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video möchte ich mich meinem Simbrick wieder widmen. Es gab jetzt schon längere Zeit keine Videos mehr zu meinem Simbrick. Liegt auch daran, ich hatte ja 3 Bandscheibenvorfälle und ja, seitdem bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, was so Sitzbelastungen angeht. Ich habe immer ein relativ hartes Bremspedal gehabt, das brauche ich so fürs Gefühl und naja, egal. Auf jeden Fall habe ich länger nichts gemacht. Jetzt bin ich auch umgezogen und in meiner früheren Wohnung war es so, dass ich meinen Simbrick im Keller hatte. Dort hatte ich so einen Parkettboden. Und ich habe auf der Unterseite des Simricks solche kleinen Filzstücke montiert und dadurch konnte ich auf dem Parkettboden das Simrick super einfach ohne viel Kraft verschieben, brauchte keine Rollen oder sonst irgendwas, um es zu bewegen. Jetzt an der neuen Lokation, wie gesagt, auch mit den körperlichen Einschränkungen im Hinterkopf, das Ding ist schweineschwer. Ich könnte es natürlich immer teilzerlegen, Sitz runter, Motor runter, aber dann dauert das alles lang, wenn ich es mal irgendwo hin transportieren möchte. Und hier ist jetzt an der neuen Lokation alles ebenerdig. Das heißt, prinzipiell könnte ich es rollen, wenn es Rollen hätte. Und genau das möchte ich jetzt machen. Ich möchte Rollen nachrüsten. Und zwar habe ich mich da informiert. Es gibt natürlich auch von dem Hersteller oder von Herstellern von solchen Simricks solche Mobilkits, aber die sind immer relativ teuer. Und ich habe jetzt eine günstige Alternative gefunden, die ich gerne einfach mal ausprobieren möchte. Dazu habe ich mir 4 solche Rollen bestellt. Die gibt es im Set zusammen mit diesen Adaptern. Und herauskommt dann am Ende so ein Komplettkonstrukt. Das heißt also im Set enthalten ist dieser Adapter, um das hier an eine 4040 Alu-Profilstange anzubringen. Dann eben das Rad inklusive Bremse und Montage. Was nicht dabei ist im Kit sind diese 40x40 Profilstangen. Die müsst ihr euch halt auf der Länge besorgen, wie ihr sie braucht. Ich habe jetzt mal welche genommen mit eben 10 cm Länge. Also wir haben hier 4 cm auf 4 cm auf 10 cm. Und mein Simrick, das sehen wir dann später, wenn ich es montiere, hat ja an der Seite so große Alu-Profilleisten. Und da möchte ich dann die Füße seitlich montieren. Und im Idealfall klappt das dann, dass ich das gut bewegen kann und eben verschieben. Bezüglich der Befestigung der Füße an meinem Simrick habe ich mir überlegt, dass ich das eben mit solchen 90-Grad-Winkeln mache, dass ich da rechts und links einen befestige und die Winkel dann eben an mein Simrick verschraube. So wird das dann von 2 Seiten gehalten. Das müsste passen. Ich wollte gern diese schwarzen 90-Grad-Winkel nehmen, habe dann aber festgestellt, dass derjenige, der die konstruiert hat, nicht so clever war wie derjenige, der diese hier konstruiert hat. Denn bei denen ist das Schöne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich versuche mal ein bisschen näher ranzubringen. Das Gute an denen ist, dass diese Führungsnasen, die dafür da sind, damit das gut in dem Aluprofil sitzt, also wenn wir uns so ein Aluprofil nehmen und wir führen das hier ein, dann sorgen eben diese Nasen dafür, dass das nicht verrutschen kann. Ist super, wenn man es eben so rum positionieren möchte oder auch so rum. Ne? Wenn man es aber so rum positionieren möchte, sehen wir, haben wir hier einen Spalt, ist blöd. Deswegen hat sich derjenige, der das konstruiert hat, überlegt, dass die hier eine Sollbruchstelle haben. Wenn ich hier mit einem großen Schlitzschraubenzieher reingehe, kann ich die weghebeln. Das habe ich hier an der Stelle schon mal exemplarisch gemacht. Da müsstet ihr das sehen können, da ist die Nase weg. Hier drüben ist die Nase noch. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier mit einem großen Schlitzschraubenzieher reingehen, dann können wir die einfach rausbrechen. Also einfach, ein bisschen Kraft braucht man schon. Zack. Ich bin jetzt wie gesagt hier unter die Nase und habe den Schraubenzieher dann eben entsprechend verdreht und dann fliegt diese Nase hier weg und dann haben wir eine flache Anlaufstelle und mit dieser flachen Anlaufstelle können wir eben unseren 90-Grad-Winkel auch so positionieren, dass der sauber aufliegt. Klar, er ist jetzt nicht verrutscht gesichert, da müsst ihr dann halt einfach, wie gesagt, die Schraube ein bisschen fester drehen, damit sich das nicht verdreht. Deswegen mache ich ja auch 2, einen links, einen rechts. Das heißt, wir brauchen insgesamt 8 von diesen 90-Grad-Winkeln. Davon müsste ich aber noch genug haben. Ich habe allerdings auch nicht gezählt. Können wir jetzt vielleicht mal tun. Also einer liegt da, 2, 4, 6, 7. Hervorragend, es fehlt genau einer. Gut, einen werde ich irgendwo noch auftreiben von denen hier. Und ja, die kann ich leider nicht verwenden, weil ich hier die Nasen nicht rausgebrochen bekomme. Und wenn ich dann alles zusammenbaue, also hier, ich zeige euch das einmal nochmal an einem neuen Profil, wie der Aufbau ist. Das ist relativ simpel. Wir nehmen also hier
so eine neue Profilschiene, setzen in die Profilschiene unsere Federnut ein. Hier habe ich jetzt eine Federnut, die eben mit so einem kleinen Ball ist. Das macht euch das Leben deutlich leichter. Wenn ihr so eine Federnut habt, dann könnt ihr die wunderbar einsetzen. Dann gehe ich immer her, jetzt brauche ich natürlich einen anderen Aufsatz, weil die ein bisschen schmaler sind. Da habe ich jetzt hier einen, steht gar nicht drauf, was das jetzt genau für ein Inbus ist. Aber der passt auf jeden Fall, das habe ich schon mal verifiziert. Dann könnt ihr damit auch immer die Position der Nut nochmal verändern. Dann gehen wir her und setzen das schon mal so grob an. Und jetzt sehen wir, das passt noch nicht ganz. Und dann schieben wir das einfach hier so lange rein, bis das Loch über Loch sitzt. Dann drehen wir das hier leicht an. Das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Federnut. Schieben Sie hier rein, drücken Sie dann. Moment, die habe ich falsch rum angesetzt. Also, was heißt falsch rum angesetzt? Ich versuche da halt einfach immer darauf zu achten, dass die gleich positioniert sind. Im Endeffekt ist völlig egal. Könnt ihr links oder rechts rum machen. So. Aber jetzt haben wir eben hier ein einheitliches Bild. Wenn ich die eine, weil das Loch ist ja nicht mittig, und wenn ich das eine jetzt so rum einsetze und das andere so rum, haben wir hier kein einheitliches Bild. Und ich habe das bei den anderen auch so gemacht. Deswegen eben, dass ich darauf achte, dass das in der gleichen Richtung ist. Wie gesagt, hat überhaupt gar keine Bewandtnis, ist völlig wurscht. Ist einfach nur der innere Monk bei mir, dass das einheitlich ist. Dann haben wir das verbunden. Jetzt haben wir das Aluprofil unten mit dem entsprechenden Anschluss. Und dann super einfach nehmen wir uns so ein Rad. Und das Rad können wir jetzt hier unten in das Gewinde schrauben. Und weil ja innen drin eine Hohlbohrung ist, funktioniert das auch wunderbar. Und dann einfach komplett einschrauben. Die Höhe werde ich später über die Position am Aluprofil variieren und nicht hier über die Füße. Man kann aber natürlich das Ganze oder könnte das Ganze auch nochmal über die Kontermutter am Fuß variieren, die Höhe, wenn man denn möchte. Aber das werde ich später nicht tun. Und somit ist auch der zweite Fuß vorbereitet. Ich werde jetzt noch in Stillarbeit die anderen beiden Füße machen. Und dann hätte ich gesagt, springen wir rüber in die Garage. Da steht nämlich aktuell das Simrig. Und dann werde ich die 4 Füße am Simrig entsprechend befestigen. Ich gucke jetzt, dass ich hier noch einen finde, dass ich für jeden Fuß auch wirklich 2 von den 90-Grad-Winkeln habe. Aktuell hatte ich ja nur 7 gezählt. Also wie gesagt, irgendwo muss ich noch mal einen finden. Das wird sich aber sicherlich realisieren lassen, dass ich noch mal einen finde. Und ja, wie gesagt, dann geht es jetzt für euch ab in den Zeitraffer und ich montiere die Füße. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Es war an der Ecke hier ein bisschen dunkel, aber ich denke, prinzipiell habt ihr das ja jetzt gesehen und das ist ja auch wirklich ganz einfach gelöst. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe tatsächlich nur einen von den 90-Grad-Winkeln verwendet. Ich habe auch schon Probe gesessen, das reicht vollkommen aus.
obwohl ich 100 Kilo habe und das Ding bestimmt auch 50 Kilo wiegt, also das gesamte Rig mit Stuhl und Motor und allem drum und dran. Aber funktioniert gut, also da kann ich mich reinsetzen. Hat jetzt auch auf den ersten Probesitz erstmal nichts gewackelt oder sich bewegt, aber alternativ haben die Rollen ja auch entsprechend eine Bremse. Bedeutet, wenn es ja anfangen sollte zu rutschen während dem Betrieb, noch fahre ich ja eh nicht, muss erst noch gucken, wo ich das dann aufbaue, aber dann könnte man die Rollen auch blockieren, ne, hier mit der Bremse, und dann bewegt sich das auch nur noch ganz minimal. Insofern, das passt. Ja, und das Schöne ist jetzt eben, wenn ich das Ding bewegen will, dadurch, dass ich jetzt Rollen habe, schaut mal mit einer Hand, also das geht jetzt super leicht. Ja, also auch diese gummierten Rollen, ich war erst unsicher, ob das die richtige Wahl ist, aber doch, die gummierten Rollen waren auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So Plastikrollen wäre nicht so geil gewesen. Und ja, wie gesagt, lässt sich jetzt ganz leicht auf der Stelle in alle Richtungen rangieren. So ist das cool. Und wie gesagt, man braucht nicht viel, lediglich 4 von diesen 10 cm Aluprofilstangen. Wie gesagt, 40 auf 40. Ich verlinke euch das alles unten. Dann von diesen Winkeln. Bei den Winkeln ist wichtig, habe ich euch ja gezeigt, dass ihr welche nehmt, wo ihr die Ecken abbrechen könnt, damit ihr sie auch flach montiert bekommt. Das ist alles kein Problem. Und dann eben diese Adapter für die Aluprofilleisten, die eben 40 auf 40 unterstützen. Dann habt ihr da 4 Füße dran und euer Simrig ist ruckzuck umgebaut auf variabel mit Rollen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich aus dem 3D-Drucker auch noch irgendwie solche Füße machen, die ihr dann hier so auf die Länge reinschiebt. Und wenn ihr gar nicht wollt, dass es sich bewegt, ne, dann hier eine Ecke leicht anheben, Fuß drunter und so weiter auf allen 4 Seiten. Und dann hättet ihr auch eine Lösung, dass ihr beides machen könnt, es leicht bewegen und auf der anderen Seite solide stehen. Ja, nee, ich bin happy. Das hat gut funktioniert. Ich werde jetzt die Blenden wieder montieren. Ich hatte hier, damit ich diese Federnuten eingesetzt bekomme, hatte ich hier die Profilleisten oder beziehungsweise die Dekorleisten, sage ich jetzt mal. Diese Blenden hatte ich abgenommen. Die muss ich jetzt natürlich wieder draufklopfen, ne, damit das da wieder bündig und zu ist. Hier oben mache ich auch entsprechende Blenden drauf. Wie gesagt, schade, dass ich diese 90-Grad-Winkel nicht in schwarz hatte. Also ich hatte sie in schwarz, aber halt nicht mit den abbrechbaren Ecken. Ja, aber so funktioniert das auch super. Und wie gesagt, das muss ja nicht besonders gut aussehen, wobei es jetzt, finde ich, auch nicht schlecht aussieht mit dem Silbern und Schwarz. Wichtig ist, dass es funktioniert und funktionieren tut es. Insofern war es das fürs heutige Video und ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Wie gesagt, alles, was ich jetzt hier verwendet habe, verlinke ich euch unten. Wenn ihr eben auch ein Simrig habt, was auf diesen Alu-Profilleisten aufbaut, dann könnt ihr da relativ leicht Rollen entsprechend günstig nachrüsten. Insofern, wie gesagt, war es das. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Sonntag und gerne beim nächsten Video mit dabei sein. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.